Aber bei uns in Bosnien ist nicht so, ne? Vor allem, ne, also Menschen sind gut, Land ist schön, aber Politik, Korruption, Politik. Generell, das ist wieder typisch Deutschland, so weißt du, so Ja. Anträge, Bürokratie, Grüße gehen raus. Ja. So weißt du, Ja, ist so, ne? Und 10 Jahre dauert die Scheiße immer. aber wenn ich nach Deutschland gekommen bin, ne, ich hatte jetzt nicht so jemand, der immer mit mir mitläuft und mir alles erzählt, übersetzt oder so, ne? Neurologische Frühreha-Station und so, ne? Und wir hatten so ein ISO-Zimmer, ne? Und das war meine erste Tage, ne? Ich könnte kein Deutsch, ne? Ja. Wir Pflegekräfte, vor allem jetzt aus Bosnien, ne? Man braucht so Deutschkenntnis. Patienten sind manchmal kleinste Problem, ne? Aber Angehörige. In Bosnien, wir als Pflegekräfte, wir waschen nicht. Ne? Muss man nachweisen, dass man so 10 Jahre in Pflege in Bosnien gearbeitet hat. Dann bekommt man direkt Anerkennung. Grüß dich, schön, dass du dir erstmal Zeit genommen hast jetzt für das heutige Interview. Und ja, stelle ich sehr gerne einmal den Zuschauern vor, wer du bist und über was wir dann heute so sprechen werden. Ja, hi, grüß dich Sven. Hallo, ich bin Aldin Heco, ich komme aus Bosnien und Herzegowina. Ich bin 27 Jahre alt, seit so Dezember 2016, jetzt so 6 Jahre in Deutschland. Am Anfang in Berlin gewesen, jetzt bin ich hier in Duisburg und heute haben wir Thema Auswandern aus Bosnien, beziehungsweise Pflegekräfte aus Bosnien und Genau, also ihr wisst ja, der eine oder andere, der die anderen Interviews Krankenpflege gesehen hat, dass da schon ein paar Interviews zu abgedreht wurden, aber jetzt sehen wir halt die Besonderheit aus dem Ausland und wie man halt auch hört. Und dann erzähl doch einfach mal, wie bist du letztendlich dazu gekommen, Pflegekraft überhaupt zu werden und erzähl einfach mal. Ja, also das ist ja... Bei uns war das so, also wenn man so in Grundschule ist, also man weiß nicht ganz genau, was wird man später irgendwann, also was wird man später arbeiten und so, ne? Und unsere Eltern, vor allem mein Vater, hat zu meinem Bruder und zu mir immer gesagt, ja, wenn ihr schon was machen wollt, dann macht ihr so Pflegekräfte, ne? Also da wird man nie arbeitslos, ne? Und vor allem heutzutage Tausende verschiedene Krankheiten, ne? Immer mehr kranke Leute, ne? Also da wird man wirklich nie arbeitslos, ne? Es ist auch so, richtig, ne? Vor allem hier in Deutschland, also bei uns ist in Bosnien ein bisschen anders, ne? Ja. Aber hier in Deutschland ist das wirklich so, ne? Also man findet immer so quasi eine Stelle, ne, wo man arbeiten kann und so. Und eigentlich deswegen, also ich war in Grundschule, ne, war ich mir nicht sicher, was werde ich später machen, ne? Elektriker, Krankenpfleger, ne, Koch. Ich habe mir das auch sogar überlegt, ne? Aber mein Bruder, der ist 3 Jahre älter als ich, ne? Und ich war immer noch in Grundschule, als er seine Ausbildung angefangen hat. Ne? Dann hat er mir so erzählt, ja, es ist so schön, gut, ne? Man macht auch viel Praxis so in Krankenhaus und so, ne? Schon interessant. Ne? Dann habe ich mir auch so überlegt, ne? Und bin dazu gekommen, ja, mache ich auch, ne? Was soll sein. Aber Jetzt hast du ja, glaube ich, am Anfang gesagt, weil das hatten wir im Vorgespräch auch, glaube ich, gar nicht kurz mal irgendwie besprochen. Also du bist jetzt wie lange in Deutschland? Also nicht seit Kindheit? Nein, ich bin seit Dezember 2016. Das ist ja jetzt 6. Jahr oder so. Seit, ne? 7. Jahr jetzt dann, ne? Genau, 6. Jahr eigentlich, ne? Also 6. Jahr war jetzt in Dezember 22. Ja, genau, okay, Genau. ja. Ja, genau, weil dann fällt mir ja schon die Frage ein, so Thema Sprache. Sprachbarriere, wie war das so? Weil vor allem man weiß ja dann so auch, ja, wie soll ich sagen, man geht dann nach Deutschland halt und dann, ja, man weiß auf jeden Fall schon, dass egal jetzt, dass ja die Ausbildung so auf einen noch dann wartet und so und dieses Ganze, aber erstmal die Sprache zu lernen. Und man weiß ja auch, denke ich mal, auch da, dass deutsche Sprache jetzt auch nicht gerade die leichteste ist. Erzähl da mal gerne, wie das so war. Ja, es ist so, ne, auch damals war das immer so, ne, was uns erzählt wurde, deutsche Sprache, Schwersprache, ne? Ja, und vor allem hier Grammatik, ne, dem, des, denem, ne? Ja. Zum Beispiel Englisch, weil bei uns in Grundschule und während meiner Ausbildung habe ich nur Englisch gelernt.
Ne? Also meine ganze Schulung hatte ich nie Kontakt mit deutscher Sprache gehabt. Ne? Und das ist auch, war natürlich schwer, ne? Weil ich habe immer Englisch gelernt, ne? Und Englisch ist, sage ich, viel einfacher als Deutsch. Ne? Habe ich jetzt gerade erwähnt, ne? Der, die, das, dem, denen und so, ne? Und in Englisch hast du ja nur de. Ja, Ne? Und ist viel einfacher, ne? Aber ich habe mich entschieden, so nach Deutschland zu kommen, dann musste ich halt lernen. Ne? Natürlich war am Anfang schwer, sehr schwer, war nicht einfach. Und also für uns Pflegekräfte, die aus Drittländer kommen, ne? Wir benötigen Arbeitsvisum. Ne? Es ist jetzt nicht so wie hier EU, Schengen und so, ne? Braucht man kein Visum, ne? Auch keine Deutschsprache und so, ne? Kann man einfach in EU, ne, innerhalb EU gehen, sich anmelden und arbeiten. Ne? Und wir brauchen schon Deutschkenntnisse. Ne? Aber das kann man nie vergleichen, wenn man in Bosnien lernt und wenn man in Deutschland kommt. Ne? Wenn man nach Deutschland kommt, ist ganz andere Thema. Sprich, wenn man dann ja wirklich erstmal die Sprache auch anwenden muss, ne? Genau, das meinte ich. Das ist ja wie, als wenn wir hier Englisch lernen in der Schule und dann gehst du ins Ausland, musst Englisch sprechen, so richtig. Oder ich hatte ja auch schon, keine Ahnung, dann je nachdem auch noch nach Dialekt oder so. Ich war zum Beispiel mal in Thailand, da ist halt Englisch ganz anders so, weil da verstehst du nur die Hälfte, ne? Und solche Schoten. Aber generell für einen selbst dann, klar, das Anwenden erstmal. Ja, es ist so, ne? Ja, man muss sich schon Mühe geben, ne? Und ich habe zu Hause, ne, also damals, wenn man so auf Kurs geht, ne, wenn man so in eine Schule geht, zum Beispiel, wenn man sich so einen Kurs nimmt, um deutsche Sprache zu lernen, ne, dann bist du auf Kurs und dann lernst du Deutsch, ne. Aber wenn du rausgehst, wenn du auf Straße bist, ist wieder Bosnisch, ne. Wenn du zu Hause bist, ist Bosnisch, ne. Und es ist jetzt nicht so, dass jeder Bock hat, wenn man so nach Hause kommt, alles nochmal durchzulesen, durchzugucken oder irgendwie so ein versuchen, irgendwas auf Deutsch zu schreiben oder irgendwas, ne. Das macht man nur wirklich, wenn man da auf Kurs ist, ne? Wenn man so eine Stunde, 2 Stunden Deutsch lernt, ne? Dann macht man das, ne? Aber zu Hause macht man das nicht und dann vergisst man, ne? Ist ja letztendlich, wie man das hier auch kennt, so mit den Hausaufgaben, so, ne? Die lässt man genau, ja, links deswegen. Quasi. Und das war so, ne? Also wir Pflegekräfte, vor allem jetzt aus Bosnien, ne? Aber auch aus anderen Ländern, die nicht zur EU gehören, man braucht so Deutschkenntnis, ne? Und für Pflegekräfte, wir brauchen B1, ne? Das ist so Niveau, B1 dass man, genau, B1 ist Niveau, dass man sich so, dass man so kommunizieren kann, ne? Dass man so, wenn man so einkaufen gehen, wenn man so auf Straße ist, dass man so problemlos kommunizieren kann, ne? So Alltag, ne? Und das ist auch anders, ne, wenn man so in Bosnien den Kurs macht, ne, B1 und wenn man nach Deutschland kommt. Ne. Also bei mir war das so, B1 habe ich in Bosnien bestanden. Ne. Ich hatte Zertifikat, aber wenn ich nach Deutschland gekommen bin, ne, ich kam nach Deutschland und vor allem in Berlin war ich alleine. Ne. Ich hatte jetzt nicht so jemand, der immer mit mir mitläuft und mir alles erzählt, übersetzt oder so, ne, sondern ich musste alles alleine. Und das sage ich ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Alles das, was ich in Bosnien gelernt habe, ne? Wenn ich angesprochen wurde, ich habe so geguckt. Hä? Ja. Was? Ne? Also verstehst du, es ist schon anders. Vor allem Berlin dann ja auch noch mit ihrem Dialekt, ne? Icke. Genau, Nicht ja. Ich, Icke. Ja. Kompletter Kopfweg erst mal am Anfang, ey, geil. Ja. Bevor wir jetzt eigentlich erstmal zu der zweiten Frage, den Voraussetzungen kommen, die ja die Zuschauer auch schon mittlerweile so typisch kennen, aber mich würde einfach spontan interessieren, hat man dann als Pflegekraft so die ersten Läufe dann auch zu spüren bekommen oder auch vielleicht generell in der Gesellschaft zu spüren bekommen, dass man halt Ausländer ist? Also du weißt, was ich meine, so ein bisschen herabwerten, so, oh, hier, der kann kein Deutsch, was macht der hier oder so? Gab's da irgendwie so? Ja, schon, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass mir jemand so sagt, so in mein Gesicht, ne? Du kommst aus Ausland, du kannst, also Deutsch kannst du nicht, ne? Du kannst nicht arbeiten oder so, ne? Aber man merkt schon ein bisschen, weißt du? Vor allem so, wenn man arbeitet, ne? Bei mir, also am Anfang, ich erzähle dir einen Fall bei mir, ne? Ich habe angefangen so, ich bin aus Bosnien, ne? nach Berlin gekommen, ne? Ich habe angefangen und
wie gesagt, gelernt habe ich. Ich habe auch so ein Buch, ne, mit so medizinische Sachen, ne, und was man so in Medizin benötigen kann, ne, so auf Deutsch, ne, Deutsch, Bosnisch und so, ne. Und ich, nachdem ich aus Bosnien gekommen bin, ne, ich habe da angefangen, es ist so, so eine neurologische Frühreha-Station und so, ne? Und wir hatten so ein ISO-Zimmer, ne? Und das waren meine ersten Tage, ne? Ich könnte kein Deutsch, ne? Ja. Ich könnte so mit Hände und Beine und so mit Kopf kommunizieren, ne? Aber war schon schwer, ne? Und eine Kollegin, sie war in ISO-Zimmer, ne? Und sie könnte nicht raus, ne? Und sie hat jemanden da gerufen, ne, aber da kam keiner und ich war da irgendwie aufs Zimmer raus, dann sie hat mich gesehen, hat mir gesagt, ja, bring mal bitte so eine Zehnerspitze und eine Kanüle, ne, so, sie musste was aufziehen, ne, das habe ich natürlich nicht verstanden, ne, ich habe nur so doof geguckt, ne, also ja, für mich war das auch nicht schön, weißt du, nicht so ein schönes Gefühl, ne, vor allem, ich arbeite da so im medizinischen Bereich, ne, und ich wusste nicht, was so ein Zehnerspitze, NaCl und Kanüle, ne, was heißt das, was soll ich hier bringen, ne? Dann hat sie mich so doof angeguckt und ich habe die auch so doof angeguckt, ne, weißt du. Dann war sie schon ein bisschen aufgeregt, ne, also sie hat so ein Schutzkleidung so abgerissen, ne? Dann hat sich selber das geholt, ne? Also danach habe ich mich nicht wohl gefühlt, ne? Ja, und da habe ich schon gemerkt, ne, das wird nicht einfach, ne? Das wird nicht einfach, ne? Also ich glaube, du bist auf jeden Fall bestes Beispiel, weil wir ja auch manchmal hier in den Interviews so Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und so sprechen, das beste Beispiel für aus der Komfortzone gehen. Weil allein jetzt schon der Schritt, okay, gehe ich jetzt nach Deutschland und dann ja das erstmal so hier dieses Zertifikat, sag ich mal, klar zu machen, aber dann ja auch zu merken, jetzt bin ich hier und dann auch dabei zu bleiben, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und jetzt bleibe ich hier. Man hätte ja jetzt auch irgendwie zurückgehen können, sag ich mal, aber du bist ja dann auch geblieben, hast gesagt, ja dann, okay, wird nicht einfach, bin offen dafür und gehe jetzt den Weg. Das ist schon, also ich finde das voll beeindruckend so, ne? Deswegen, ja, ist so, ne? Ja, ich habe mich entschieden, ne, weil bei vor uns allem auch in Bosnien, ganz kurz damit auch so viel umgehen zu können, dieses abwertende Gefühl zu spüren dann so. Weil man ja auch weiß, man weiß ja selber trotzdem realistisch, wenn man sich jetzt trotzdem jeden Tag da reinhängt, die Sprache noch besser zu lernen, wird das locker wahrscheinlich ein halbes Jahr dauern, bis du mal richtig und dann noch in Fachsprache, sprich für die Pflege und so zu lernen, dass du das auch gut anwenden kannst, dass man da so dran bleibt. Ja, also ich muss dir sagen, ne, also ich habe mich entschieden, also damals, ich habe entschieden, ja, ich gehe nach Deutschland. Ich wusste, es wird nicht einfach, das wusste ich schon, ne? Aber bei uns ist auch Situation ganz anders als hier, ne? Also in Bosnien bekommt man nicht so leichte Arbeitsstelle wie hier, ne? Also hier wirst du also als Pflegekraft wirst du nie arbeitslos, ne? Du hast hunderte verschiedene Einrichtungen, ne, wo du arbeiten kannst und so. Aber bei uns in Bosnien ist nicht so, ne? Vor allem, ne, also Menschen sind gut, Land ist schön, aber Politik, Korruption, Politik und alles, ne? Und ich habe schon gehört, ne, die Kräfte, die im Krankenhaus arbeiten, ne, die mussten dafür bezahlen, damit die überhaupt angenommen werden. Ne? Was? Ja, ist so. Ne? Und das ist jetzt nicht so 100, 200 Euro, sind Tausende und Tausende. Ne? Und dann kriegt man Stelle, dann arbeitet man. Aber das ist immer noch, sage ich mal, es ist immer noch nicht so 100% sicher. Ne? Kann man immer gekündigt werden. Ne? Krass. Gilt das auch in anderen Berufen da so, dass man halt einfach eigentlich nicht gewährleistet hat? Ja, überall. Leider ist das so. Ne? Und deswegen habe ich mich entschieden, so nach Deutschland zu kommen. Ne? Ich wusste, dass es nicht einfach wird. Ne? Vor allem, also mein Bruder war schon in Deutschland, er ist seit 2015 hier, aber der war schon hier in Nordrhein-Westfalen. Ne? Er ist 30 Minuten von hier. Und eigentlich wollte ich auch direkt hier nach Nordrhein-Westfalen. Ne? Ich habe mir gedacht, ja, er ist schon da. Er kennt schon ein bisschen Sprache, der kennt sich schon ein bisschen aus, ne? Aber das hat damals leider nicht geklappt, ne? Dass ich direkt nach Nordrhein-Westfalen komme, weil, hat es einfach irgendwie nicht geklappt, ne? Ja.
so, dass ich Stelle in Berlin bekommen habe. Ich habe über eine Agentur, ne, Stelle gefunden und so, dass ich nach Deutschland, nach Berlin gegangen bin und dort habe ich meine Anerkennung und alles gemacht, ne, weil meine Ausbildung habe ich in Bosnien gemacht, hier nur Anerkennung und ja, wenn ich mit Anerkennung und alles fertig war, habe ich mich entschieden, jetzt hier nach Duisburg zu ziehen. Ja. Also Nordrhein-Westfalen, dass ich auch irgendwo hier bin. Ja. Und ja. Ja, krass. Vater und Familie, also ist in Bosnien geblieben oder auch mit? Auch jetzt hier. Auch jetzt hier. Genau, die sind auch jetzt hier, Ja, beziehungsweise in Deutschland, aber nicht hier. Die sind auch jetzt 2 Stunden von hier in Kassel. Ne? Ja, okay. Aber wir sind jetzt alle hier. Ja. Ja, sehr gut. Auch Kleinbruder, der macht da jetzt Schule hier und Ausbildung und so. Ne? Aber ja, mittlerweile jetzt alle hier. Ja, sehr cool. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu der nächsten eigentlichen Frage, aber ich finde das ja mega interessant. Deswegen, wir gehen ja gleich noch vor allem auch darauf ein, dass du ja über Zeitarbeitsfirma angestellt bist. Also für die Leute, die jetzt nicht aus der Pflege kommen, das ist immer halt was ganz anderes, als wenn du jetzt irgendwo im festen Team jahrelang arbeitest, als wenn du von Stadt zu Stadt teilweise und Team zu Team und ne, verschiedene Krankenhäuser durchläufst. Kommen wir so halt zu den Voraussetzungen erstmal. Wo sagst du, was sollte man da so grundsätzlich einfach als Pflegekraft mitbringen, charakterlich vielleicht auch, weil man ja vielen Menschen begegnet, Selbstbewusstsein oder so. Ja, sag einfach mal so, was glaubst du, welche Voraussetzungen braucht man? Ja, es ist schon so, ne, dass also man muss das lieben. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass das jeder machen kann, ne? Weil, wie gesagt, viele sagen, ja, ich könnte nicht so mit Menschen umgehen. Ne? Ich arbeite lieber so im Büro, wo ich alleine sitze oder so, ne? Aber so mit Menschen, vor allem kranken Menschen und so, ne? Also das, was man macht, das muss man schon lieben. Das muss man schon machen können, ne? Ja. Und ja, das braucht man schon, ne? Dass man mit anderen Menschen umgehen kann. Und das ist jetzt nicht so mit Patienten, ne? Also Patienten sind manchmal kleinste Problem, ne? Aber Angehörige, ne? Da muss man auch mit wirklich so mit Angehörigen umgehen können und so, ne? Und ja, man muss einfach das lieben, ne? Und das machen zu können, ne? Und ja. Ja. Ne, dann, wie kamst du, also du kamst ja hier rüber und hast dann auch hier die Ausbildung gemacht, ne? Nee, ich habe nur Anerkennung hier gemacht, ne? Also okay. Ausbildung habe ich in Bosnien gemacht. Und bei uns Ausbildung dauert 4 Jahre. Das ist jetzt nicht wie hier in Deutschland, genau. Ich habe ja auch aufgeschrieben, erzähl mal was über die Ausbildung und so, und was man da so lernt, dann erzähl doch mal, das ist ja voll interessant. Ja, wie läuft das im Ausland in Bosnien ab vor allem? Also vor allem hier dauert 3 Jahre Ausbildung, ne? Und bei uns in Bosnien dauert 4 Jahre und bei uns ist mehr Theorie, ne? Und Praxis haben wir auch natürlich, ne? Aber bei uns ist mehr Theorie. Und auch wenn man später nach Ausbildung Stelle bekommt, wenn man so in der Pflege arbeitet, es ist auch so, wir machen mehr so medizinisch so, ne? Wir bearbeiten Dokumenten, ne? Wir verteilen so sag mal Tabletten und so, ne? Genau. Aber in Bosnien, wir als Pflegekräfte, wir waschen nicht, ne? Ach. Ja, deswegen ist das so quasi, man lernt mehr, aber dann macht man auch mehr medizinisch, ne? Und das ist so ein Unterschied, ne? Bei uns dauert, wie gesagt, 4 Jahre und wir lernen mehr. Also die ersten 2 Jahre, wir haben auch Praxis, aber so nur in Schule, ne? Da üben wir so mit Dummies. Mit Dummies da, was man machen kann, wie macht man das richtig und so, ne? Und dann, also die ersten 2 Jahre und mehr Theorie. Dann 3. und 4. Jahr haben wir mehr Praxis, aber mehr so im Krankenhaus oder Ambulanzbereich und so, ne? Genau. Ja, mega. Ja, das ist sage ich mal, so ein Unterschied, ne? Dass man so bei uns länger dauert, ne? Und ich muss ja auch jetzt sagen, was ich doof finde, obwohl bei uns 1 Jahr länger dauert, ne, Ausbildung, muss man trotzdem, wenn man hier nach Deutschland kommt, muss man trotzdem viele Stunden nachholen, ne?
Theorie. Wie lange musst du Anerkennung machen? Also bei mir hat das ein bisschen länger gedauert, insgesamt 2 Jahre. Oh. Genau, aber ich habe jetzt nicht die ganze 2 Jahre Anerkennung gemacht. Bei mir hat es 7, 8 Monate Unterlagenbearbeitung gedauert, weil in Berlin, weißt du, viele Anträge und alles. Ja, generell, das ist wieder typisch Deutschland, so weißt du, so Ja. Anträge, Bürokratie, Grüße gehen raus. Ja. So, weißt du, Ja, ist so, ne? Und 10 Jahre dauert die Scheiße immer. ja, und vor allem in Berlin, weißt du, so viele Menschen, ne? Also 5 Millionen Menschen in Berlin, ne? Und Bürokratie und alles, ne? Und viele Pflegekräfte, wenn die kommen immer so, meistens so in große Städte. Ne? Also Berlin, Hamburg, Frankfurt, ne? Es ist jetzt nicht so, dass die Agentur so immer so mit Duisburg arbeitet, weißt du? Die arbeiten so meistens mit großen Städten, ne? Und wenn ein paar Leute aus Bosnien kommen, ne, über diese Agentur, bin ich und noch ein paar Leute aus anderen Ländern gekommen, ne? Aber das ist nicht die einzige Agentur, ne? Es gibt noch 10 verschiedene, ne? Ja. Und die bringen alle Leute und ja, wie gesagt, viele Anträge und deswegen hat das lange gedauert mit Unterlagenbearbeitung, Ja. ne, bis ich irgendwann endlich gestartet habe, meine Anerkennung zu machen. Das habe ich generell auch nie verstanden, aber da müsste man mal jemanden da aus dem Bereich mal am besten auch hier haben, so quasi. Ich verstehe nicht, warum Pflegekräfte jetzt nicht nur, dass sie auch ein Jahr länger lernt, hier noch überhaupt immer diese Anerkennung machen müssen. Wozu ist was hast du jetzt in der Anerkennung zum Beispiel gemacht? Du hast doch auch schon normal gearbeitet, oder nicht? Also in Bosnien habe ich nicht gearbeitet. Ja, ich meine ja dann hier in Deutschland. Also ja, hier in Deutschland ja. Aber ja, das verstehe ich auch nicht ganz genau, weil vor allem wir haben auch so ein irgendwie ein gleiches Material, sage ich mal so, ne? Also hier und in Bosnien und überhaupt so in EU, ne? Irgendwie wir lernen dasselbe, ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir etwas anders lernen, ne? Aber ja, trotzdem muss man viele Stunden nachholen und ich denke, erst so ab 6, 7 oder sogar erst ab 10 Jahre, wenn man so in Bosnien Erfahrung hat, dann bekommt man direkte Anerkennung. Ne? Muss man nachweisen, dass man so 10 Jahre in Pflege in Bosnien gearbeitet hat, dann bekommt man direkt Anerkennung. Aber ansonsten muss man... auch da verstehe ich nicht den Unterschied. Weil, was ist jetzt der Unterschied, ob du in Bosnien 10 Jahre arbeitest oder einfach direkt nach Deutschland kommst? Weil die Kräfte, die 10 Jahre dann in Bosnien sind, die werden die gleichen Hürden haben, die gleiche Sprachbarrieren und die gleichen Probleme und dann genauso feststellen, oh, gleiches Material, gleiche Abläufe. Genau. Da könnte ich mich aufregen, ne? Da Verstehe könnte ich mich voll aufregen. Ja, verstehe ich auch nicht. Weil euch wird ja letztendlich, also euch Menschen, die dann diesen Schritt wagen, auch irgendwo gar keine Anerkennung gezollt. So nach dem Motto, geil, da kommt mal jemand aus dem Ausland, macht jetzt hier, ist ja bereit, diesen Schritt zu gehen und auch dann die Barrieren alle wahrzunehmen. Und dann kriegst du obendrauf noch, mach mal 2 Jahre noch hier länger quasi. Oder wenn es nur 1 Jahr ist, wenn es nur 3 Monate sind. Ja, meiner Frau ist auch Pflegekraft, ne? Meiner Frau ist seit letztes Jahr Januar ist sie in Deutschland, ne? Und sie ist auch ausgelernte Krankenschwester, ne? Sie hat in Bosnien gearbeitet. Sie hat sogar auch in Kroatien gearbeitet. Kroatien ist EU, ne? Aber trotzdem hat sie jetzt irgendwie viele Stunden bekommen, ne? Sie ist jetzt gerade in der Schule, ne? Sie macht jetzt Theorie, Ja, ne? guck mal, Kroatien gehört ja sogar zur EU noch. Genau, ja, aber trotzdem, ne? Und sie ist jetzt gerade in der Schule, sie macht jetzt Theorie, ne? Aber sie hat noch praktische, hat sie noch, glaube ich, so um die 300 Stunden Geriatrie. Also vor allem, sie hat gearbeitet so in Altenheimen, ne? Also in Bosnien, ne? Also Stunden hat sie schon, also mit alten Menschen, alte Leute kann sie schon arbeiten, ne? Ich kann nur Kopfschütteln. Ja, aber trotzdem hat sie noch so, Chirurgie hat sie so um die 150, 200 Stunden bekommen, ne? Dann Geriatrie, dann 400 Stunden Theorie, ne? Das ist schon, merkwürdig. Aber was soll man machen? Da muss man mitmachen, weißt du? Also wenn man schon falls einer, weiß ich nicht, da echt voll die Peilung hat und Bock hat, in die Kommentare zu schreiben oder so, oder sogar aus dem Bereich kommt, zuhört zufällig, hätte ich voll gerne mal wirklich eine Antwort drauf. Eine wirklich argumentative, schöne
Antwort, warum das so ist. So, das ist für mich so gefühlt, so, ja, wurde halt mal eingeführt. Wahrscheinlich dann halt ja auch schon ohne groß nachzudenken, sonst wäre das ja nicht aus meinen. Aber da geht ja vielen so. Und ich habe ja auch bisher jetzt auch nicht die erste Pflegekraft, die dann irgendwie aus dem Ausland kommt oder so, vor allem als ich noch im Krankenhaus und so gearbeitet habe, auch viele kennengelernt und natürlich regt das alle auf. So. Weil wie gesagt, du hast ja die gleichen Hürden, die gleichen, naja, egal. Ja, also Ja, was soll ich dir es- sagen? es Kann ist man auf nicht ändern, ne? Also wenn man sich schon Ja doch, vielleicht entschieden mal hat, durch solche Ja. Interviews hier oder Ach so, dass so, man, ja, also dass also vielleicht. das mal Gehör findet zumindest. Ob das dann, aber ja, ich weiß, was du meinst, ja, du kannst das natürlich jetzt nicht so zack ändern. Genau, nee, geht einfach nicht, ne? Aber dafür bist du ja dann da, dass du halt mal eine Stimme bekommst. So. Genau. Ja, ist ja so. Richtig. Ja, krass. Und das wusste ich ja zum Beispiel auch vorher jetzt nicht so. Ich wusste nämlich ja nur vorher, du kommst aus Bosnien so, aber jetzt diese ganzen Details und so, krass. Eine Zwischenfrage fällt mir noch ein, so dieses, wo du dann ja hinkamst und du hast ja gesagt, in Bosnien wäscht man die Patienten nicht. Wie war das einfach nur für dich so? Hast du wirklich in Deutschland zum ersten Mal dann halt auch einen Patienten gewaschen? Wenn ja, wie war das so für dich? Dann halt auch mal wirklich... Ja, also wie gesagt, in Bosnien habe ich noch nie gearbeitet, ne? So in der Pflege, ne? Aber so also Patienten in Bosnien werden so von Angehörigen gepflegt, ne? Oder so von irgendjemandem, ne? Aber nicht von Pflegekräften, ne? Und Deswegen ist halt ja, interessant, du lernst ja 4 Jahre die ganze Zeit Pflege, du weißt, es wird irgendwann auf dich Genau. zukommen und dann... Genau, wie gesagt, aber als ich nach Deutschland gekommen bin, ich habe angefangen, ne? Und dann war das schon, also natürlich war das nicht einfach, ne? Vor allem, ich kam hier, ne? Und so Peripherie, es ist ja immer so, ne? Man hat viele Patienten, weniger Pflegekräfte, Peripherie, ne? kurz zur Erklärung, ist hier dann so andere Stationen, Genau, alles andere außer intensiv, genau. Alles außer intensiv ist Peripherie. Peripherie, genau. Oder Normalstation, sagen wir Ja, genau, Normalstation. ja. Ja, aber damit... Ja, hab ich einmal so gesagt, ja, so irgendwas habe ich erwähnt, Normalstation, und dann hat jemand gesagt, das hier so eine Intensivstation ist, nicht Normalstation, ist verrückte Station oder was. Ja, ne? genau, allem Dachschaden. Ja, es ist auf jeden Fall so, ne, also am Anfang war das nicht einfach, und vor allem, ja, muss man ja Patienten waschen, Therapie verteilen und alles, ne. Am Anfang war ich so von morgens 6, 7 Uhr bis manchmal 12 Uhr nur am Waschen, ne? Also am Anfang war das wirklich, aber also Sprache könnte ich nicht, ne? Ja. Also ich könnte jetzt nicht mir irgendwas aussuchen, ne? Andere Patienten oder leichte Patienten, ne? Ich könnte das einfach nicht, ne? Weil Sprache könnte ich nicht. Ich habe einfach gemacht das, was ich machen musste, ne? Ich habe mir also einen Zettel bekommen, ne? Und ich wusste, ich muss Patienten waschen, ne? Dann habe ich halt gewaschen, ne? Die schönen Morgen. Ja, die ersten Tage war immer so, ersten Monaten, ne? War das immer so, von Arbeit nach Hause mit Rückenschmerzen, also nicht nur Rückenschmerzen, sondern Schmerzen überall und so, ne? Aber ja, ich muss jetzt einfach weitermachen, ne? Weil, Geil. Finde ich gut, dass du durchgezogen hast. Dann kommen wir jetzt mal so zu den Aufgaben generell einer Pflegekraft, weil wie gesagt, klar, gucken ja Leute zu, die jetzt von der Pflege immer nur so von außen den Eindruck haben. Deswegen sage ich auch mittlerweile gerne, nimm uns einfach mal jetzt halt auf den Tag mit. Wir wissen ja durch ein Vorgespräch, also ich weiß durch ein Vorgespräch, du bist ja Intensivpflegekraft. Ist ja dann nochmal halt Besonderheit als jetzt in der Peripherie oder Normalstation. Deswegen nimm uns einfach mal so auf den Tag von morgens bis abends, nehmen wir jetzt mal Frühdienst, gibt ja andere Schichten auch, mit. Welche Aufgaben fallen so dir grob ein und spontan und so, was erwartet dich? Ja, es ist, ja, wie gesagt, auf Intensiv ist ganz anders, ne, als auf Peripherie, ne. Man hört sich nur die Übergabe von deinen Patienten, ne, und ich habe so meine 2, 3 Patienten, ne, je nach Tag, je nach Besetzung, ne, aber meistens so 2 Patienten, ne. Dann höre ich mir Übergabe an, ne, ich nehme mir Patienten und alles, ne, und dann starte ich schon langsam, ne, weißt du.
Es ist, also manchmal ist Nachtdienst so nett, dass die Patienten waschen, ne? Aber manchmal haben die auch keinen Bock, ne? Dann müssen wir das machen im Frühdienst, Ja. ne? Und es ist ja immer schön, wenn man kommt, ne? Und wenn Nachtdienst sagt, ja, deine Patienten sind gewaschen, Ja, dann das bin ich kenn immer ich noch. froh, Das wirklich. kenne ich noch. Also für die Leute, ich war ja auch auf Intensivstationen halt einmal wirklich ein Jahr tätig, nur so am Rande. Deswegen, ich kann das da auch nachvollziehen. Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall, ne, schön, wenn die Patienten gewaschen sind. Wenn nicht, dann meistens starte ich direkt los, ne, aus der Wochenende. Dann nehme ich mir noch ein bisschen Zeit, ne. Ja. Aber so Normaltag, ne, ich fange immer so direkt mit Grundpflege, ne, ich versorge Patienten und so, ne. Dann kommt halt Therapie, ne, ich verteile Therapie und dann meistens warte ich auf Visite, ne, dann kommt Visite. Und dann gucken wir, wie das weiter, ne? Was ist so ein nächstes Ziel mit Patient und so, ne? Wenn der Patient so gut ist, sage ich mal so, wenn er nicht mehr so vor Intensivstation ist, ne? Das wird auch in Visite besprochen und so, ne? Dann bereite ich den Patient so vor Verlegung, ne? Oder wenn der Patient bleiben muss, ne? Dann gucke ich, dass ich schon eine Tablettenstelle so bis mein Schichtende, ne? Und nach Therapieverteilung später ist es eigentlich einfach, ne? Also da muss ich ja nur gucken, ne? Alles beobachten, dass alles so stabil, dass alles in Ordnung ist, Genau. ne? Mit Patient und weiter Therapie verteilen bis zum Dienstende. Habt ihr auch Schockraumbetreuung? Also Ja, ich hatte Schockraum. damals Schockraumbetreuung, deswegen frage ich. Ja, also Schockraum haben wir, also Schockraumzimmer haben wir, ne? Da, wo die Notfälle reinkommen. So Genau, dass das man ist ja halt weiß. aber es ist ja aber nicht immer belegt, ne? Und vor allem, wenn wir so eine Teilung machen, ne, auch die leeren Zimmer, also die nicht belegte Zimmer, die werden auch verteilt, ne, für die Leute, die einen Patient haben, ne? Und es ist ja so, ne, wenn wir Schockraum haben, ne, vor den Pflegekraft, der Schockraum bekommt, dann, wenn irgendwas kommt, natürlich machen wir alle zusammen Aufnahme und alles, ne? Aber Schockraum natürlich macht man auch, ne? Also haben wir auch, ne, Zimmer, ne? Ja. Und es ist, deswegen sage ich, es ist ganz anders jetzt auf Intensiv, ne? Zum Beispiel wäre ich jetzt auf Peripherie, auf Normalstation, ne? Ja, zwischendurch muss man ja immer so noch irgendwas machen, ne? Essen verteilen. Genau, Essen verteilen so waschen. oder Brot schmieren oder so, ne? Oder Patienten füttern oder so, ne? Ja. Aber meistens hier so auf Intensiv, das wird schon verteilt, ne? Aber auch wenn nicht, ne, dann ist es mir leichter, nur von meinen zwei Patienten, manchmal sind die auch, ne, manchmal sind die sediert, ich sage mal so in künstlicher Koma, ja, die schlafen, ne, dann muss ich das nicht machen, ne? Ja. Aber für die wache Patienten, ne, so 2 Essen zu verteilen, das ist auf jeden Fall einfacher als 10 zu verteilen, weißt du? Und dann bis Mittag so, dann Mittag wieder Therapie verteilen, ne? Und dann wartet man schon auf Spätdienst, ne? Wenn die Spätdienst kommt, dann freut man sich schon auf Feierabend. Ja. Klar. Wie ist das so? Ich finde das sehr interessant, weil das habe ich in den 2 Interviews mit den anderen Pflegekräften auch gefragt. Zum Beispiel dieses Thema, also für Außenstehende, auch für die leider das auch generell, ich sag mal, Pflegekraft so herabwertend sehen. Also nach dem Motto, wir machen nur irgendwie sauber oder so, ne? Wie ist das für dich so, also darauf vielleicht mal einzugehen, einfach so zum Beispiel Patienten waschen, gerade sogar komatöse Patienten so, das hat eben halt nicht, ich sag mal, ein oder andere salopp so, ja, kann ich ja auch. Ich nehme mal halt einen Waschlappen in die Hand und wasche den, sondern das ist es ja nicht nur, sondern auch die Herangehensweise. Also, keine Ahnung, allein schon, wenn die, vor allem in deinem Fall, beatmet sind, Banalitäten, aber zum Beispiel, wenn du den Patienten, sagen wir jetzt, du stehst einfach rechts vom Bett, nach links lagern möchtest, dass du darauf achtest, dass auch der Beatmungsschlauch mitgelegt wird, weil sonst, und solche Sachen halt einfach, auf diese Feinheiten zu achten oder eben halt nicht grob zu waschen oder so. Es gibt ja eine beruhigende, eine aktivierende Waschung. Also einfach so, dass du da vielleicht ein bisschen drauf eingehen kannst, auf diese Wichtigkeit. Ich finde einfach wichtig, so diese Pflege da ein bisschen hervorzuheben. Natürlich, weil ich auch selber Pflegekraft bin, aber einfach das wichtig finde. Und aber auch, der zweite Punkt noch in deinem Fall, sich bewusst zu sein, welche Verantwortung generell eine Verantwortung eine Pflegekraft hat, aber schon auch vor allem als Intensivpflegekraft, weil man ja dann hier Perfusoren,
also Spritzen aufzieht, die dann da dosiert durchlaufen und damit man einfach dafür mal ein Gefühl bekommt, keine Ahnung, wenn du dann irgendwie ein paar Milligramm zu viel dosieren würdest, was schnell passieren kann, ziehst du dann, oder hast falsch gehört oder so, ja, anstatt 5 Milligramm ziehst du 10 Milligramm auf von je nachdem welchem Medikament und dann kannst du damit den Patienten gefährden. Einfach so. Und vor allem dann damit leben zu müssen, dass du den Bock missgebaut hast. Also da so ein bisschen mal so drauf eingehen, weil ich finde das schön, das mal ein bisschen hervorzuheben. So. Ja, es ist auf jeden Fall anders, einen komatösen Patienten zu waschen, als einen wachen Patienten. Ne? Du hast ja erwähnt, ne? Vor allem wenn der Patient intubiert ist, ne? Hat so einen Beatmungsschlauch, ne? Und es ist ja jetzt nicht so selten, dass die Patienten auch Dialyse haben oder ZVK so mit 1000 Schläuchen, ne? So im Hals irgendwie 10 Schläuche. Ne? Und auch was jetzt für mich neu ist, dass also mit ECMO, ne? Was ich dir erzählt habe, ne? ECMO, dass die auch so noch 2 Schläuche haben, da muss man schon aufpassen. Ne? Kannst du ECMO erklären? Also was das genau so ist und die Funktion? Da wäre vielleicht auch voll interessant. Also, ja, natürlich. ECMO, also damit habe ich auch bis jetzt noch nie gearbeitet. Ne? Deswegen frage ich ja, das wissen wir genau, im Vorgespräch. Das ist auch jetzt für mich neu. Aber ECMO ist jetzt quasi Lungenersatz. Ne? Also so eine Maschine, Gerät, ne? So 2 dicke Schläuche, ne? Ein Schlauch saugt den Blut, ne? Dann zieht er quasi so ein CO2 aus Blut raus, versorgt mit O2 und dann schiebt wieder in den Körper rein. Ne? Das ist quasi Lungenfunktion, ne? ECMO. Ne? Und das ist schon ein bisschen damit zu arbeiten. Da muss man schon einarbeitet werden, ne? Mit ECMO arbeiten zu können, ne? Weil, wie gesagt, das sind wirklich so wie Fingern, so 2 dicke Schläuche, ne? Und das ist so pro Minute, denke ich, ist pro Minute 3 Liter, 2 Liter oder 3 Liter Blutfluss, ne? Krass. Und stellt dir vor, wenn der jetzt so ein Schlauch abgeht oder irgendwie so abknickt, ne? Das ist schon gefährlich, ne? Und also nicht einfach, auch wenn man so jetzt so einen Patient waschen muss, ne, dass sie so 2 dicke Schläuche hat, kann man so in der Leiste haben oder im Hals, ne, vor allem ne, ECMO-Schläuche, Dialyseschläuche und alles, ne, wenn man solche Patienten drehen muss, ne, versorgen muss, das ist jetzt also nicht so einfach, als wenn so ein Patienten, die nur einen peripheren Zugang haben, sage ich mal so. Deswegen frage ich dann nochmal nach. Genau, deswegen muss man ja schon aufpassen, ne? Und einfach ist das nicht. Ne? Deswegen lieber zu dritt, ne? Einen Patienten zu waschen, als ne? Alleine da deswegen, irgendwie. Weil ich kenne das selber vor allem noch, also klar, jetzt ist es ein bisschen anders so, aber auch da natürlich in meinem Bereich Intensivpflege 1:1 hat man natürlich auch Verantwortung, aber ich kann mich auch erinnern, so auf Intensivstationen, dann hast du da Leute, zum Beispiel Pleuraergüsse oder so, weil klar, wir hatten auch Notfallpatienten, habt ihr dann ja auch hin und wieder. Und dann kann ja alles passieren. Dann haben die hier auf einmal noch einen Schlauch wegen Pleuraerguss oder so. Und dann, also ich weiß noch ganz genau, oft, also auch wenn man schon länger dann da war, man hat dann echt, bevor man wirklich ins Zimmer reingeht, direkt mit Waschschüssel oder so, man hat sich erst den Patienten angeguckt vorher so. Und wie gehe ich gleich da dran? So. Nicht einfach so, zack, ich leg mal los. Ja, richtig. Das ist schon dann einfach sehr interessant. Oder ich habe auch Dinge erlebt, weil du sagtest, wegen abgeknickten Schlauch und so. Keine Ahnung, dann hat irgendwie ein Kollege mal ein Bett verschoben und dann war Beatmungsschlauch aber so auf dem Boden und dann war kurz die Beatmung abgeknickt. Natürlich alarmiert dann direkt alles und du weißt Bescheid, aber trotzdem guckst du ja erstmal, was ist denn jetzt hier los? Ja, und dann kann das sehr schnell nach hinten losgehen, ne? Ja, das auf jeden Fall, ne? Und ja, aber ich sag mal so, es ist viel angenehmer und viel leichter. Also viele Menschen, ne, viele Pflegekräfte haben Angst. Also ich habe mich schon mit ein paar Pflegekräften unterhalten, ne, und die haben einfach Angst, auf Intensivstation zu arbeiten, ne, weil die wissen, dass da viel zu tun, also was heißt viel zu tun ist, ne, also aber so, dass also deutlich, also viel mehr ist als auf Normalstation, ne, weil auf und wahrscheinlich auch, also was ich erlebt habe, ja, die Verantwortung einfach nochmal wirklich deutlich höher ist. Ja, das auf jeden Fall. Der Kontakt zum Tod auch viel häufiger ist. Ja. All solche Faktoren halt, ne?
Genau. Ja, oder by the way, so Angehörigen-Thema, hatten wir ganz am Anfang mal kurz angerissen, wie wichtig das ist, aber habe ich auch so oft erlebt, wenn dann zum Beispiel gerade bei Notfällen, aber auch bei Nicht-Notfällen die Angehörigen reinkommen und du dann mitbekommst, oder also meistens bist du nicht der Überbringer, aber dann von den Ärzten so mitbekommst, dass sie dann die Angehörigen die Nachricht bekommen, wird nicht mehr lange. Oder die wird sterben. Und dann siehst du da die Angehörigen heulen und hast nicht gesehen. All solche Sachen. Also das ist ja viel, viel emotionaler und deswegen, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich bin ja selber Pflegekraft, deswegen bin ich da noch mehr so mehr drin und kann halt komplett immer alles nachempfinden. Und Peripherie, meine ich jetzt nicht böse, aber zum Beispiel, wenn du mal dann halt jetzt jemanden zu lange liegen lassen würdest, dann kriegt er halt schlimmstenfalls erstmal einen Dekubitus, ist auch nicht toll, scheiße, klar. Aber wenn du da mal irgendwie Perfusor geht leer mit Aterenol für Blutdruck oder so und du reagierst und du hast nicht vorbereitet, sagen wir mal so, das wird ja schon reichen. 5 Minuten, die dann vergehen, ist mir auch schon alles passiert, dann ist er fast weg oder ist weg. Hast einen Notfall. Ja. Aber erzähl doch mal gerne so von den Pflegekräften, weil du hast dich ja unterhalten, was haben die dann gesagt? Genau, also die haben einfach wovor haben die Angst? Genau, Angst, also einfach, wenn die hören Intensivstation, ne, also was stellen sie sich ganz genau vor, dass, also, ne, können das auch nicht ganz erklären, ne, aber irgendwie haben die Angst, auf Intensivstation anzufangen, ne, das ist, aber ich sag mal so, es ist trotzdem, besser, leichter auf Intensivstation zu arbeiten, ne? Weil du bist ja, also sind immer mindestens 5, 6, 7 Pflegekräfte in Dienst, ne? Ja. Also kannst du immer sich jemanden holen zur Hilfe, ne? Und vor allem Ärzte, ne? Also ein Arzt ist immer da, ne? Ist immer auf Station, ne? Wenn's schief läuft, ne? Wenn es Notfall ist oder so, ne? Dann sind schnell auch Kollegen da, ne? Oder Ärzte, ne, dann wird schnell reagiert. Ne? Und so auf Peripherie, ja, du und noch 2, wenn auch, ne, Pflegekräfte und Arzt ist da oder nicht da, ne, ist die Frage. Und wenn so ein Notfall kommt, ne, das ist also nicht schön. Ne? Deswegen, wir hatten schon, also damals, als ich noch auf Peripherie gearbeitet habe, ne, also wir hatten auch so einen Notfall, ne, Reanimation und so, ja, leider haben wir nicht geschafft, ne? Aber es ist anders als auf Intensivstation, ne? Weil ja, alle Patienten sind angekabelt und so und dann sieht man schon, ne, früher am Monitor sieht man, da wird jetzt, ne, das wird nicht gut ausgehen, ne? Kann man schon also früher reagieren, ne? Aber so auf Peripherie, ne? Du siehst ja, irgendwas stimmt nicht, ne? Aber kannst du nicht so schnell reagieren wie auf Intensivstationen. Du hast einfach keine direkten Parameter, die du sehen kannst. Genau. Und vor allem, was ich auch zum Beispiel gelernt habe, wie wir es vielleicht auch bestätigen können, die Pflegekräfte, also du hast ja dann auf Intensivstationen natürlich auch entsprechend die Pflegekräfte, die ja auch Erfahrung haben mit Notfällen. Und da habe ich halt auch erlebt, so super Pflegekräfte dann auf der Peripherie gewesen, aber wenn dann, weil ja da einfach seltenst Notfälle sind, dann sind die weg. Das ist der Kopf aus. Und deswegen finde ich auch immer so interessant, wie dann immer, ich hatte schon sehr oft Gespräche dann, gerade ich jetzt in der 1:1 oder so, da hast du wirklich selten Notfälle. Oder auch in den WGs oder so, wo dann 3, 4 Patienten da in den Räumen liegen. Aber du hast halt da viel seltener halt, wie halt in den peripheren Stationen seltener Notfälle. Und ich finde es mal interessant, wenn man dann, wenn ein Notfall kommt und dann bei vielen, die sagen das dann auch manchmal sogar direkt, aber hört man zumindest raus, die sind sich sicher, das können die schon handeln. Und dann sag ich immer so, weil ich ja dann aus der Station komme, auch ein Jahr immerhin, und dann denke ich mir so, nimmst du mir nicht ernst, aber du wirst das, ich sag, dein Kopf geht aus. Ja, weil wenn du wirklich dann erstmal zum ersten Mal vor allem, und mein Gott, das ist wie in allen Sachen im Leben, wenn du Dinge nur einmal im Jahr oder so erlebst, ist das immer wieder neu. Komplett frisch. Ja, so. Also wir hatten einen Fall, also bei uns auf Intensiv, wir haben auch so Reha-Team und so, ne, mit Reha-Funk, und wir hatten einen Fall, es ist also im Haus, wenn irgendwo im Haus Notfall ist, ne, werden wir angerufen, dann laufen wir mit der Ärztin, ne, und dann machen wir dann, was wir machen, was schon zu machen ist, ne. Wir hatten einen Fall, ne,
Also wie du schon gesagt hast, ne, wenn man so auf Peripherie arbeitet, hat man nicht so oft mit Notfällen zu tun. Ne? Mhm. Aber wenn Notfall kommt, dann meistens wissen die nicht ganz genau, was zu tun ist. Ne? Und Richtig. wir hatten einen Fall, ne? Notfall, ne? Also Reha-Funk hat geklingelt, ne? Und wir sind hin und wir kommen so ins Zimmer. Ne? Erstmal waren da irgendwie 10 Leute, ne? Und davon nur 2 Leute waren da am Patienten. Ne? Und wir kommen so rein ins Zimmer und ein Pflegekraft und er druckt so, der macht so Herzmassage, ne, reanimiert und der druckt und kommt die Ärztin so, unsere Ärztin von Intensivstation und fragt, was ist passiert? Und dann auf einmal hört er auf mit Reanimation und dann erzählt er, ja, wir waren so und dann sie so, ja, druck weiter und er so, druck weiter, dann druckt er weiter und dann fragt sie wieder, ja, wie es genau dazu gekommen ist und dann hört er wieder auf, ja, druck weiter, deine Aufgabe ist zu drucken, ne? Also, weißt du, also der war ein bisschen durcheinander, ne? Der hat einfach aufgehört, Mensch zu reanimieren, um zu erzählen, was passiert ist, ne? Und das ist schon so eine Fälle, wo man sagt, ne, es ist nicht so einfach, wenn so ein Notfall kommt, ne, aber man kennt sich damit nicht so gut aus, ne? Es ist nicht so, Vor dass allem reanimieren. genau, ja. Wenn man vor allem dann das Wissen hat, was jetzt vielleicht einige Zuschauer nicht haben, dass ja man auch sagt, bitte immer Hauptsache Herzdruckmassage, weil das ja wichtig ist, einfach den Körperkreislauf aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das macht 80%, ist das, also ja, das ist wichtiger. Auf jeden Fall kannst du lieber erstmal notfalls eine Minute, dann halt kein Mund-zu-Mund-Beatmung notfalls oder eben halt, wie wir dann natürlich bebeuteln würden und so, aber lieber erstmal auf jeden Fall drücken. Ja, es ist Wie wichtig das halt auch ist. Lieber einfach nur erstmal drücken. Ja, es ist also bei uns so, irgendwie nach, wann war das? Letztes Jahr war das so oder so, ne? Irgendwie war das so nach letzten Leitlinien, ne? Körper hat immer noch genug Sauerstoff, genau. Das reicht erstmal, wenn man nur druckt, ne? Genau. So muss man erstmal keine Einatmung machen oder so irgendwie, ne? Erstmal nur drucken, damit der Gehirn ausreichend mit Sauerstoff besorgt ist, ne? Aber das, wie gesagt, das ist ja ganz andere Thema, andere Thema auf Peripherie und ja, aber ich finde das schon wieder interessant, weil ich wusste schon fast, Pflegekraft kommt, wir werden sowieso abschweifen, aber ist ja alles gut, dafür sind wir ja hier quasi Podcast unterwegs und kann auch gerne ausreizend sein. Ja, es ist ja so, weißt du, was ich dir schon gesagt habe, viele haben Angst, ne? Viele haben Angst und weil viele neue Herausforderungen und so, aber ich bin, ich bin so einer, ich will immer mehr, weißt du. Also als ich aus Bosnien nach Deutschland kam, wie gesagt, ich war so auf Peripherie, ne, neurologische Frühreha, ne, da war schon langweilig. Jeden Tag gleich, ne. Dann bin ich aus Berlin nach Duisburg gezogen, ne. Ich wusste schon, was ich will, ne. Ich wollte dann direkt vollintensiv, IMC oder so irgendwas, wo man so etwas mehr hat, ne? So mit NIF, Perfusoren, Infusomaten oder so, ne? Und als ich aus Berlin hingezogen bin, ich hatte erstmal so 2 Gespräche in 2 verschiedenen Krankenhäusern in Duisburg hier und ich war noch in Krefeld, ne? Erstmal war ich in Krefeld, dann wurde mir so gesagt, ja, du hast keine Intensiverfahrung, du kommst von Peripherie, wir können dir jetzt erstmal Chirurgie anbieten, ne? Ne? Dann hat sie gesagt, die Pflegedirektorin damals hat mir gesagt, ja komm, guck dir jetzt erstmal ein bisschen Chirurgie an und so, ne? Dann habe ich gesagt, ja komm, ich komme, ne? Aber ich wusste schon, dass ich da nicht anfangen werde, ne? Weil ne, ich hatte ein Ziel, ich wollte intensiven und dann sagt sie mir, ja, du hast keine Erfahrung, weil wie soll ich denn Erfahrung sammeln, wenn ich nicht anfangen kann, weißt du? Und ja, ist so. Finde ich aber auch einfach generell einen geilen Punkt, man muss ja irgendwo mal anfangen. Ist so, ja. Ne? Wenn ich immer jetzt irgendwo hingehe und die sagen, du hast keine Erfahrung, wie soll ich denn Erfahrung sammeln, wenn mich keiner nimmt, ne? Dann habe ich gesagt, ja, ich komme, ne, ich gucke mir chirurgische Stationen an, aber ich werde hier nicht anfangen, ne? Also das habe ich ja nicht gesagt, aber ich wusste schon, dass ich da nicht anfangen werde.
Und dann war ich hier in Duisburg, dann haben die gesagt, ja, du kannst hier anfangen, ne? Du bekommst auch Anarbeitung und so, dann kannst du hier anfangen, ne? So war das auch, ne? Ich hab auf EMC angefangen, ne? Da haben wir so viel mit NIF gearbeitet, ne? Aber auch so mit Perfusoren und so, ne? Dann später wollte ich noch ein bisschen was mehr, ne? Dann bin ich auch voll intensiv so mit Vollbeatmung, intubierte Patienten, Dialyse und so, ne? Und jetzt seit Januar dieses Jahr habe ich noch etwas neu, ECMO, ne? Da werde ich mich noch anarbeiten lassen, ne? Und schon Dialyse interessant. darf man auch nicht vergessen. Ist ja auch auf Intensivstation. Genau, ja, Dialyse ist auch interessant, ne? Da muss man sich auch bisschen damit so anarbeiten lassen, beschäftigen, ne? Und damit Ich bin die ganze Zeit so bei den Gedanken, ich finde das einfach wieder voll interessant, wie unterschiedlich einfach Menschen sein können. So dieses, ich meine, guck mal, du kommst aus dem Ausland, kannst die Sprache nicht und trotzdem immer diesen klares Ziel zu haben und klar, trotz vieler, ja, wer hat mehr Rückschläge dann als du in dem Bereich so quasi erlebt? Ja, wenn man aus dem Bereich kommt, im Ausland etc. pp. Und dann trotzdem dran zu bleiben, dieses klare Ziel zu haben und vor allem, was ich auch interessant finde, diesen Unterschied, dass du ja klar, Respekt vor zum Beispiel Intensivstationen hast, aber keine Angst, sondern im Gegenteil, du hast ja gerade jetzt ein paar Mal mehrmals gesagt, ich wollte immer mehr und ich will immer mehr lernen und andere dann halt so krass halt keinen Respekt, sondern Angst wirklich haben, zum Beispiel was falsch zu machen, dass sie gar nicht erst diesen Schritt gehen, wo ich mir dann aber auch denke, einfach mal Mut zur Lücke zu haben, weil mein Gott, man kann heutzutage, gerade wenn man ja schon im Krankenhaus arbeitet, kann man bestimmt auch mal mit der Intensivstation klären, ey, kann ich mal 1, 2 Tage rumkommen? So, dann gucke ich mal da rein. Ja. Und wenn er dann halt an einem freien Tag sein muss, ja, dann ist das so. Also wenn man das dann trotzdem, man kann ja zum Beispiel Interesse dafür haben und will das eigentlich doch, aber macht das halt nicht wegen der Angst. Ja, ist so. Also ich kenne auch ein paar Leute, die sagen, ja, also mir ist hier gut, ne, auf so einer Peripherie, auf einer Station, irgendwo in eine Einrichtung, ne, und sagen so, ja, mir ist hier gut, mir gefällt es hier, also weiter werde ich nicht mal nicht Neues was versuchen, ne. Ja. Und ja, also bevor ich jetzt, ich bin jetzt Vollzeit in Zeitfirma, aber bevor ich Vollzeit angefangen habe, war ich so 3 Jahre nebenbei, ne? Und bevor ich in Zeitfirma angefangen habe, war ich in Pflegedienst, so häusliche Pflege und so. Das habe ich 2 Monate gemacht, habe ich gesagt, das mache ich nie wieder. Das ist mir irgendwie langweilig, ne? Und ist auch ist besser so. Ganz klare Ausbeutung. Ja, Also diese 12 Dienste ist das meistens 2 Tage frei, 12 Dienste, 2 Tage frei. Ja, also vor allem das ist so ein häusliche Ambulantpflege, ne? Also man fährt hin, ne? So ein alte Menschen, man zieht Strümpfe aus, gibt 2 Medikamenten mit Blutzucker und so und also das war's, ne? Also das habe ich 2 Monate gemacht und das ist wirklich, also das ist nicht für mich, ne? Ja. Es ist klar, also die brauchen wir, aber ja, das ist nichts für dich, ja. Genau, also ich mache lieber so mit mehr Action, sage ich mal so, ne, wenn irgendwas so alarmiert dahin und wenn der Baum brennt, bist du da. Genau, deswegen lieber ein bisschen mehr Action als so, weißt du. Deswegen muss man schon ein bisschen, also mehr machen, damit man erfahren kann, damit man sehen kann, was passt zu mir, ne? Deswegen war ich auch schon, also Peripherie auch am Anfang, als ich angefangen habe ich auch so in Zeitfirma auch Peripherie habe ich gemacht. Also ich habe am Anfang habe ich alles gemacht, auch Peripherie, auch ZNA, ne? In der ZNA war ich auch oft, das ist auch angenehm zu arbeiten da. Zentrale Notaufnahme. Genau, zentrale Notaufnahme, da ist auch nicht, sage ich mal, nicht Wildes, ne? Also zumindest das, was ich gemacht habe, ne? Der Patient kommt, man legt Zugang, nimmt Blut ab, macht man EKG und das war's, was wir als Pflege machen. Ja, ne? weiß ich noch, habe ich mir damals auch spannender vorgestellt. Genau, tatsächlich. ne? Aber Deswegen, letztendlich ist dann immer nur diese Vorbereitung für eventuell Intensivpatienten dann oder werden die abgespeist oder gehen nach Hause. Ja. Und jetzt erstmal bin ich hier, schauen wir weiter. Ja, genau. Kommen wir zu einer Frage, die ich auch wirklich jeden stelle, Thema so Akzeptanz, Ansehen in der Gesellschaft. Jetzt haben wir natürlich bei dir die Besonderheit aus dem Ausland, Sprachbarriere. Deswegen fällt mir auch spontan ein, so 2 Ansichten.
einmal hier generell, wenn du jetzt, ne, lernst jetzt Leute neu kennen und du sagst halt, ja, ich bin Pflegekraft, Intensivstation oder halt auch nicht erwähnst, generell, wie das so angesehen kommt, wie das rüberkommt, was so die Reaktionen sind. Und dann wird mir jetzt noch spontan einfallen, so, aber auch wenn du dann ja, keine Ahnung, du dann jetzt ab und zu noch in Bosnien bist, aber da ja vielleicht noch Kontakte hast, wie das da angesehen ist, dass du jetzt hier in Deutschland Pflegekraft bist. Ja, also meiner Meinung nach, also wir werden jetzt nicht so, sag ich mal, nicht so akzeptiert, also unser Wert, ne, wird nicht so akzeptiert, wie es eigentlich sein soll, ne? Weil, also wir sind diejenigen, die ganze Zeit am Patientenbett sind, ne? Und es ist trotzdem, wenn die Angehörige oder jemand kommt, dann werden die immer sagen, ja, die Ärzte, ne, also dank Arzt, ne, hat man ein Leben gerettet. Aber Danke, dass du das jetzt ansprichst. ja, Richtig aber geil. es ist wirklich so, ne? Aber die Ärzte sind die kommen, ne, also wenn man die braucht, natürlich kommen die immer, ne? Aber die sind nicht ganze Zeit da am Bett, ne? Also wir sind die ganze Zeit da am Bett sind, ne? Und wir kümmern uns immer, dass die Patienten immer so punktlich Therapie bekommen, dass die immer so, dass das alles so läuft, so wie es eigentlich laufen soll. Ne? Wir achten drauf, dass alles stabil bleibt. Genau, dass alles Untersuchungen stabil laufen, bleibt, ne? vor allem so mit instabile Patienten, mit herzunterstützenden Medikamenten und alles, was du erwähnt hast, Atranol oder so, ne? Also wir sind diejenigen, die immer da sind, ne? Und die Ärzte kommen quasi so, ne? Also wenn man die braucht, ne, dann kommen die wirklich immer, ne? Kann man nicht was dagegen sagen. Aber wir sind die immer da sind, ne? Und Das deswegen, stimmt, wo du dann jetzt auch sagst, rückblickend so, dass der Dank öfter den Ärzten im Nachhinein gebührt als eigentlich der Pflegekraft. Genau, ja, und deswegen, von so, hast du schon gefragt, so von Gesellschaft, wie werden wir so angesehen, ne? Wie gesagt, es ist eher so, dass man sagt, ja, dank Ärzten, ne, hat er überlebt oder ist er jetzt besser, geht es ihm wieder besser, ne? Aber selten sagt man ja, danke euch auch, ne? Ihr seid die immer da seid und so, ne? Und Da sind wir beim Thema, gerade Intensivstation. Saug mal 2 Stunden keinen Patienten ab oder lager den mal 4 Stunden. Genau, der ab. genau. Also ist das so. ist einfach so. Genau, vor allem, ja, aber ist ja so. Genau, vor allem, also es ist ja jetzt nicht so selten, dass man so einen Patienten hat, wo man ständig absaugen muss, ne? Oder irgendwas machen muss, ne? Was die Ärzte nicht machen, ne? Das müssen wir machen und ja, Dank geht immer an Ärzte und wir sind quasi jetzt nicht so, ne, wie es eigentlich sein soll, ne? Und nicht nur hier, sondern in Bosnien auch, ne? Das ist quasi. Ich weiß ja nicht, so. ob du sogar den Spruch schon kennst, hier in Deutschland kennengelernt hast, die Ärzte sind ja die Götter in Weiß. Mhm. Ja. Kenn ich. Ja. Und wir sind die Urinkellner. Hab ich auch schon mal gehört. Zwar echt nur einmal, aber das war richtig geil. Ja. Ach, Urinkellner. Schlimm. Richtig krass, Urinkellner. Überleg mal, so was würdest du ein Arzt sagen, Alter. Ja, oder was man auch oft hört, Arschwischer. Ja, Arschwischer. Also hör mal, das ist jetzt nicht so, dass man den ganzen Tag irgendwie, ne, weißt du? Nur das macht, ja. Aber und auch nicht auf der Peripherie, auch nicht nur das macht. Genau. Es geht viel um dieses ganze zwischenmenschliche, diese ganze soziale Kompetenz, die du einfach brauchst. Genau. Und nochmal kurz zu den Ärzten. Ich will jetzt auch nicht hier alle verdonnern und schlecht reden. Ich habe auch sogar Ärzte erlebt, auch Oberärzte sogar, die gerade dann zum Beispiel gesehen haben, man will einen Patienten oder so drehen und die haben mit angepackt in der Pflege. Ich habe auch schon einen gehabt, der hat mit mir zusammen den Arsch abgewischt. So. Also klar ist das selten. Hatte ich auch oft. Genau. Auch klar mit ist das, Hochziehen oder so, ne, dann hole ich mir einfach, wenn alle Kollegen beschäftigt sind, ne, und dann sehe ich Arzt, dann hoch, kannst du einfach mit mir hochziehen aber und so, ne. ist ja nochmal der das Unterschied. machen die auch, genau, aber das machen nicht alle, ne. Und vor allem, ob man selber auf dich zukommt oder ob man den holt. Und das, ne, alles gut so, aber das ist ja jetzt gerade auch eine andere Thematik gewesen. Die grundsätzliche Thematik war ja, dass grundsätzlich in der Gesellschaft das Ansehen ja eher den Ärzten gebührt, wofür die Ärzte ja per se nichts können an sich als Ärzteschaft, so. Sondern dass das aber einfach tatsächlich so ist.
Ja. Schade. Also alle Leute da draußen, wenn ihr selber vielleicht mal betroffen seid oder halt auch Angehörige habt, die dann da betroffen sind, dass ihr vielleicht künftig zumindest mal beiden den Dank aussprecht. Auch das habe ich natürlich mal erlebt, dass dann, keine Ahnung, Angehörige der Station oder so einen Kuchen gebacken haben oder so. Aber das sind halt wirklich, wir reden ja hier von dem Durchschnitt, so, von den normal Ansehen in der Gesellschaft. Es gibt immer Ausnahmen, so wie mit den Ärzten, die dir beim Arschabwischen helfen, aber der Durchschnitt ist halt so, wie wir eigentlich gerade besprochen haben. Und jetzt nicht nur von uns beiden, sondern ich kann von mir locker 100 Leute erzählen, die das genauso bestätigen würden, du wahrscheinlich auch. Und das ist dann ja schon mächtig, wenn, sagen wir mal jetzt einfach 200 Leute das so schon sehen. Also ist jetzt nicht nur unser Hirngespinst. So. Ja, so, wir haben jetzt noch ein paar Fragen für den ersten Teil und dann, ja, gehen wir in den zweiten Teil über. Ja, gut. Stressig, ob der Beruf jetzt stressig ist, ich glaube, die Frage würde ich auch von alleine eigentlich schon beantworten. Brauchst jetzt, glaube ich, nicht mal drauf eingehen. Allein schon die Anfangszeit, die du beschrieben hast mit deinen Rückenschmerzen und so körperlich als auch psychisch, sollte man da einfach schon was mitbringen, ne? Trotzdem würde mich mal so interessieren, so Verhältnis unter den Kollegen und auch Vorgesetzten in deinem Fall. Vor allem Kollegen, weil ja bei dir, wie wir jetzt schon, glaube ich, auch gesagt haben, Wissen, Zeitarbeitsfirma, das heißt, du triffst ja immer vor allem auf neue Kollegen, neue Krankenhäuser. Ja, wie ist da so der Umgang unter den Kollegen? Weil wir hatten im Vorgespräch auch ja schon kurz drüber gesprochen, dass man schon eigentlich zu spüren bekommt, von den einen mehr, von den anderen weniger, von anderen vielleicht auch wieder gar nicht, aber im Durchschnitt schon merkt, ja, hier ist halt quasi eigentlich eher eine Hilfskraft, egal ob du 5 Jahre schon intensiv oder so erfahren, hier ist eigentlich eher so eine Hilfskraft, der ist nur 3-4 Tage da und dann. Ja, es ist so, also man merkt immer, dass man so, sage ich mal, dass man so von außen kommt, ne, dass man nicht zu dem Team gehört, ne. Ich sag mal so, also es ist jetzt anders, wenn man so Vollzeit arbeitet bei Zeitfirma, dann darf man so bis 18 Monaten auf gleiche Stelle arbeiten, ne? Aber wenn man so nebenbei ist, ne, dann immer so 2 Dienste, immer woanders, ne? Und ich war schon hier in Nordrhein-Westfalen, war ich schon überall, ne? Von Mönchengladbach, Viersen bis Dortmund, ne? Dann Düsseldorf, ne? Also war schon überall, ne? Und das merkt man schon, also es gibt schon viele, die nicht so begeistert sind, ne? Wenn ich so als Zeitarbeiter, wenn ich irgendwo hingehe, ne? Und eigentlich, ich bin jetzt eigentlich da, ne, weil die jetzt so irgendwie unterbesetzt sind, ne, ich bin da ich denke mir immer so, ich bin jetzt hier, um euch zu helfen, ne, aber manche sind nicht so begeistert, ne, und die sagen ja immer so, ja, ihr Zeitarbeiter, ne, ne, und ja, das merkt man schon, ne, aber viele sind natürlich, wie gesagt, nicht so viel begeistert, dass wir da kommen, ne. Aber viele sind auch, viele sagen auch, ja, schön, dass ihr jetzt hier seid, ne, wir bräuchten euch jetzt gerade, ne, vor allem, wenn so unterbesetzt sind oder so, ne, dann ist schon gut, ne, ja. Wenn noch 1-2 Pflegekräfte von außen kommen oder so, ne, und ja, wenn man schon drin ist, ne, ich bin jetzt gerade über einen Monat hier auf Intensiv, ne, wo ich jetzt angefangen habe, da kenne ich schon alle, ne, die kennen mich auch schon alle und es ist schon anders, ne, als wenn man so 2 Tage irgendwo hingeht, ne, es ist schon anders und die gucken mich schon anders, als wenn man so vor ein paar Tage da kommt, ne, und die wissen schon, dass ich jetzt erstmal da bin, ich gehöre jetzt erstmal da und jetzt erstmal vor so, sage ich mal, ein paar Monate bin ich da, ne, und das wissen die schon und die sind schon auch jetzt, ich komme langsam jetzt so, man kann nie so in Team kommen, ne, dass man so als, wenn man so voll, fest arbeitet da im Krankenhaus, ne, aber man rutscht schon langsam in das Team, ne, und dann ist das schon anders, ne, als wenn man so, sage ich mal, ein paar Tage kommt, ne. Ich habe mir gerade auch während deiner Ausführungen so schon überlegt, woran das eigentlich liegen kann, dass man eben halt als Zeitarbeitskraft
ich sag mal, nie so als vollwertig angesehen wird. Einerseits kam mir der Gedanke, okay, habe ich auch gehabt, Zeitarbeitskräfte, so nach dem Motto, ja, man weiß halt nicht, das ist jetzt blöd an, aber man weiß halt nicht, was man bekommt für eine Kraft. Andererseits gibt es auch in jedem Team, ja, einfach vielleicht auch wegen der Erfahrung, aber auch halt erfahrene Pflegekräfte, die entweder ja, dann faul sind oder einfach nicht gut sind, nicht konkret oder nicht 100% ihren Job machen. Bedeutet, worauf ich hinaus will, so dieses Thema, wie gut ist der und Zuverlässigkeit. Aber deswegen kann halt ja daran eigentlich auch nicht liegen, für die Pflegekräfte, die jetzt vielleicht zuhören, einfach mal den Gedankenreiz mitnehmen oder so. Weil, wie gesagt, du kannst ja, ob du jetzt von extern jemand Fremdes bekommst, der kann natürlich auch nicht toll sein oder super sein oder keine Ahnung, oder die Erfahrung einfach nicht so haben. Aber das gilt ja auch für innerhalb des Teams, dass da schlecht gearbeitet werden kann. Ist ja auch nochmal Fakt. Und dann dachte ich mir im zweiten Gedankengang, man sagt ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das hat ein bisschen daran liegt. So dieses, wir haben halt gerne unsere Komfortzone. Jetzt kommt halt jemand, der halt gerne auch mal außerhalb der Komfortzone ist und das auch mag und Neues kennenlernen möchte. Aber jetzt unabhängig von deiner Person, dass die Zugehörigkeit dann ja einfach ausschlaggebend ist, wie man akzeptiert wird, quasi als Vollwertigkeit. Weißt du, wie ich meine so? Das, also, ja. Ja, nee. Das ist interessant, warum das so letztendlich ist. Das verstehe ich auch nicht ganz genau. Weil das ist ja auch eine Selbstbeschränkung. So dieses, nur weil jetzt jemand Fremdes kommt, ich kann den ja, ich meine, ich habe ja hier auch immer Fremde letztendlich sitzen, aber ich kann den ja trotzdem offenherzig begegnen und vor allem mal vielleicht nicht, letztendlich ist es ja auch streng genommen einfach nur ein Vorurteil irgendwo, weil man natürlich vielleicht mal dreimal, ja, damit schlechte Erfahrungen gemacht hat, zu denken, jetzt kommt die nächste scheiß Zeitarbeitskraft. So. Ja, es ist so, ne, also, weil, wie gesagt, also viele Krankenhäuser haben Bedarf vor Zeitkräften, ne, und es ist ja, glaube ich, schon in jedem Krankenhaus, jede Intensivstation hatte schon Erfahrung mit Zeitkräften, ne, und ja, wie du schon gesagt hast, ne, also wenn ich jetzt irgendwo zum Beispiel zum ersten Mal gehe, ne, ich kenne den Standard nicht, was die da so auf Intensivstation machen, weißt du? Ja. Und dann merkt man das schon, ne, obwohl ich frage, manchmal mache ich das irgendwas, was ich so in meinem Krankenhaus, auf meiner Intensivstation, was ich so bei mir gemacht habe, mache ich auch da, ne, weil man kennt den Standard nicht, ne. Und dann später hatte ich auch schon mal erlebt, ne, dass ich so von Zeitarbeiter so übernommen habe, ne, also bei uns, ne, wo ich gearbeitet habe, hatte ich schon mal, dass ich übernommen habe, ne, es war nicht so richtig, alles so richtig gemacht, ne, also was man eigentlich so alles machen soll, wie man das eigentlich machen soll, ne, aber ich habe auch nie gemerkt, ne? Zum Beispiel, wenn der morgen wiederkommt, dann kann man ihm so sagen, ne? Ja. Aber es gibt viele, die das nicht erwähnen, die das nicht sagen, sondern die sagen ja immer so weiter an Stationsleitung oder irgendwas, dann wird die Person nicht mehr gebucht, wird der nicht mehr kommen, ne? Auch wenn kommt, dann wissen schon alle, das ist der wieder, der sowas letztes Mal gemacht hat, ne? Der sowas macht oder so, ne? Aber ich sag mal so, das ist ja vielleicht so, ne, also dass die uns gucken so, weil wir kennen den Standard nicht, ne, und wenn wir etwas nicht machen, so wie die das normalerweise machen, ne, dann ist das schon was anderes und dann können die schon darüber reden, weißt du. Aber ja, also, ne, ja, vielleicht also deswegen oder sind die einfach, weiß ich nicht, ne? Die sagen ja, guck mal, die Zeitarbeiter, die kommen, die machen hier auch, es gibt schon Zeitarbeiter, die kommen, die sagen, ne, Dialyse kann ich nicht oder Vollbeatmung, ne, intubierte Patienten kann ich nicht, ne? Da muss man nicht schon die leichte Patienten geben, ne? Und dann denkt man so, ja, guck mal, also die können das nicht alles machen. Die sind jetzt hier, die können nicht alles machen, aber die verdienen jetzt, ne, die haben deutlich mehr jetzt verdienen als wir. Hat dann ja auch wieder mit jedem Menschen selbst zu tun, weil das würde ich jetzt zum Beispiel auch wieder unter anderem mit diesen Verdiensten so auf Neid zurückzuführen. Also ja, aber das ist halt,
Ja, also so Viele Menschen denken die beschäftigen- Menschen, deswegen, Genau, das viele sage ich dir, weil ich habe das schon erlebt, ne? Ich habe das schon gehört, ne? Dass man über anderen meckert, ne? Und deswegen sage ich dir so, ne? Das, was ich schon gehört habe, ne? Und ja, man muss ja, wie gesagt, deswegen am besten so, wenn man schon so irgendwo kommt, ne? Immer fragen, lieber fragen, als etwas zu machen, dann wird später gemeckert. Lieber fragen als Genau. versagen. Ja, ist so. Ja, aber ja, ich finde das mega interessant. Ich glaube, da könnten wir theoretisch auch noch 3 Stunden drüber sprechen. Deswegen kommen wir jetzt dann nochmal so zu der abschließenden Frage für den ersten Teil. Was glaubst du, wie viele Patienten hast du schon sterben sehen müssen? Wie viele hast du schon da erlebt? Wenn du darauf antworten magst, ist ja auch ein bisschen... Boah, ich sag mal, also ja, schon viele, ne? Weil es ist. Wenn du eine Zahl nehmen müsstest ungefähr, was glaubst du, wie viele Menschen hast du schon sterben sehen? Ob jetzt begleitet oder auch akut, ist ja egal, aber wie viel? Ja, so genaue Zahl kann ich dir jetzt nicht sagen. Ja, so einfach ne? ungefähr. Aber es war schon viele Fälle, ne? Also nicht nur hier, wo ich gearbeitet habe, sondern auch in anderen Krankenhäusern, ne? Mhm. Und ja, also das kann man, es ist ja anders auf Intensivstationen, ne? Da kommen jetzt wirklich sage ich mal, so ein Menschen, da weiß man nicht, ob er von Intensiv nach Hause geht oder von Intensiv auf Peripherie geht oder ob der stirbt auf Intensivstation, ne? Und das war ja schon so, ne, dass es kommen so schlechte Patienten, ne, die man sich so wirklich kämpft, man gibt sich Mühe, ne, man gibt alles, ne, aber am Ende schaffen die das Patienten einfach nicht, ne. Ja. Und ja, so, was soll ich dir sagen, jetzt so. Ja, auf jeden Fall mehr Aber, als 10 oder 20 aber auf jeden oder Fall, so. genau, auf jeden Fall mehr als 20, das auf jeden Fall, ne? Auch hier, also bei mir, wo ich gearbeitet habe und auch so, wenn ich so nebenbei irgendwo war, habe ich auch schon oft erlebt, ne? Und ja, wir hatten auch schon, wir so als Reha-Team, dass wir so schon kamen und der Patient war schon, ne, also auf Peripherie. Wir kamen so zur Intervention, aber der Patient war schon längst tot, genau. Und deswegen, Nee, ich stelle die Frage halt auch, weil damit man jetzt quasi auch ein bisschen anteasern kann, für die Leute jetzt ist das ja real, dann 2 Tage später Teil 2, nämlich da auch einzuschalten, weil dann will ich ja auf jeden Fall aufgrund dessen noch dich dann fragen, wie gehst du nämlich dann mit dem Tod um? Nimmst du damit nach Hause? Ja, nein, wie schaltest du ab? Und genau solche Fragen kommen dann in Teil 2. Deswegen beenden wir dann jetzt hier die Sache und ja, bedanke mich erstmal soweit und ja, wir sehen uns dann in ein paar Tagen im nächsten Video wieder und verabschieden uns dann einmal. Ciao, ciao. bis gleich.